Viele Jahre vergingen, seit Phrixus das goldene Vlies in Kolchis befestigte. Er hatte es dort in einem heiligen Hain an eine uralte Eiche gehängt. Der Widder hatte ihn einst aus der Heimat gerettet. Sein Opfer war groß, sein Dank größer. Als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber den Göttern, die ihn gerettet hatten. Die Kolcher bewahrten es wie eine göttliche Reliquie. Und es wurde zum Sinnbild von Schutz, Macht und himmlischer Gunst. Seit jenem Tag, an dem der goldene Widder Phrixus nach Kolchis trug, wurde es zum Zeichen einer Verbindung und zum Auslöser einer neuen Geschichte. Doch das Vlies blieb dort, bewacht, verborgen, verehrt. Und so geriet es nicht in Vergessenheit, sondern in Sehnsucht. Bevor die Griechen Kolchis besiedelten, erreichte dort ein junger Mann, getrieben von einem Auftrag. Ein Auftrag, der nicht nur sein Leben verändern sollte, sondern auch die Verbindung zum Schwarzen Meer vertiefte. Sein Name war Jason. Jason war der Sohn des rechtmäßigen Königs von Iolkos, Aeson. Doch sein Onkel Pelias hatte die Macht an sich gerissen. Ein Orakel hatte ihm einst prophezeit: Hüte dich vor dem Mann mit nur einer Sandale. Als Jason nach Jahren der Erziehung beim weißen Kentauren Heiron nach Iolkos zurückkehrte und beim Überqueren eines Flusses eine Sandale verlor, betrat er unbewusst den Weg des Schicksals. Denn Pelias erkannte, dies war jener Mann. Um Jason loszuwerden, stellte ihm eine Aufgabe. Wenn er Anspruch auf dem Thron erheben wolle, müsse er das goldene Vlies zurückbringen. Ein Auftrag, der kaum zu erfüllen war. Eine Reise ans Ende der bekannten Welt. Jason nahm die Herausforderung an. Vielleicht war es auch Wut, die in ihm brannte. Über das Unrecht, das seinem Vater geschehen war. War es Mut, der ihn trieb? Oder der brennende Wunsch, das Unrecht seines Onkels zu korrigieren? Vielleicht war es auch die Sehnsucht, seinen Namen Ehre zu machen, der Ruf, ein Held zu werden, wie ihn die alten Geschichten kannten. Er ließ ein Schiff bauen, die Argo, ein Wunderwerk, erschaffen unter der Weisung Athenas. Dann sandte er Boten in ganz Griechenland, um Gefährten zu finden. Und sie kamen, Helden, Halbgötter, Sänger, Orpheus, der mit seiner Musik selbst Steine zum Weinen brachte, Herakles,
stark wie kein anderer. Kastor und Polydeukes, die unzertrennlichen Brüder. Peleus und viele, viele mehr. Sie nannten sich die Argonauten. Gemeinsam brachen sie auf über ein Meer, das die Griechen das ungastliche Meer nannten, Xenospondos. Vorbei an Inseln, Küsten und Stürmen. Durch Lemnos, wo nur Frauen lebten und die Männer einst verstoßen hatten. Durch Samothrake mit ihren geheimen Mysterien. Durch Mysien, wo Herakles zurückblieb, als er seinen Gefährten Hylas suchte. Und weiter nach Thrakien, bis sie schließlich Kolchis erreichten. Kolchis war ein Ort der Magie, ein fernes, sagenumwobenes Land am Rand der bekannten Welt. König Aietes, Sohn des Sonnengottes Helios, herrschte dort mit Strenge und Weisheit. Das goldene Vlies hing in einem heiligen Hain, behütet von einem Drachen, der niemals schlief. Aietes versprach Jason das Vlies, wenn er 3 Aufgaben erfülle. Erstens, feuerspeisende Stiere einspannen, deren Hufe aus Bronze und Atem aus Flammen bestand. Zweitens, ein Feld mit Drachenzähnen bestellen und gegen die daraus entstehenden Krieger bestehen. Drittens, den Drachen überwinden, der das Vlies bewachte. Hier begegnet Jason eine Frau, Medea, Tochter des Aietes, Priesterin, Zauberin, von den Göttern gelenkt, so erzählt man, verliebte sie sich in Jason. Doch tief in ihr tobte ein Sturm zwischen der Treue zu ihrem Vater und der Liebe zu einem Fremden, zwischen Pflicht und Begehren. Was sie tat, konnte sie nicht mehr rückgängig machen, aber sie konnte wählen, wem sie folgen wollte. Sie wählte Jason. Sie gab ihm einen Zaubertrank, um sich vor Feuer zu schützen. Sie riet ihm, wie er die Krieger austricksen könne, und sie half ihm, den Drachen zu betäuben. Jason bestand alle Aufgaben. Doch Aietes wollte sein Wort nicht halten. Medea warnte Jason und sie flohen gemeinsam. Sie flohen mit dem Vlies und mit dem Blut an den Händen. Denn Medea hatte einen Preis gezahlt. Um die Verfolger zu täuschen, tötete sie ihren Bruder Absyrtos, zerschnitt ihn und warf seine Glieder ins Meer. Der König hielt inne, um seinen Sohn zu bergen, und Iago entkam. Doch die Götter sahen, was geschehen war. Nicht nur wegen des Mordes an Absyrtos, sondern auch, weil göttliche Ordnung verletzt worden war. Ein Schwur gebrochen, ein Leben geopfert, und so sandte er Stürme, Prüfungen, Umwege. Die Argonauten irrten durch das Ionische Meer, Kreter, die Sporaden, getrieben vom Winde, geplagt von Zweifel, erschöpft von Zorn der Elemente, bis schließlich Licht erschien
Der Gott Apollon wies ihnen den Weg mit einem leuchtenden Pfeil am Himmel. Und so gelangten sie zurück nach Griechenland. Nicht als einfache Heimkehrer, sondern als Träger eines Mythos. Jason übergab das Vlies. Doch wie es weiterging mit Pelias, mit Iolkos, das ist eine andere Geschichte. Jason und Medea aber kehrten zurück. Nicht nur als Helden, sondern als Paar. Viele sagen, sie heirateten später in Korinth. Eine Stadt voller Geschichte, ein Ort zwischen Macht und Mythos. Ein Bund zwischen Held und Zauberin. Getragen von Liebe, geboren aus Gefahr. Doch wie jede Liebe, die Magie berührt, war auch dieser voller Licht und Schatten. Aber das ist eine andere Geschichte. Und so wurde aus einem Mythos ein Meer der Erinnerung. Ein Echo, das bis heute klingt. Und damit war ein Anfang gemacht. Für alles, was noch kommen sollte.